Hallo meine Freunde, hola Madridistas, jetzt wird es spannend. Gestern war der zweite große Wahltag bei Real Madrid, denn beide Kandidaten haben sich vor Kameras gestellt und haben über ihre Vision für das neue Real Madrid geredet. Und jetzt wird es spannend, denn es sind zum ersten Mal tatsächlich Namen gefallen. Unter anderem hat Enrique Riquelme gesagt, dass sein neuer Sportdirektor niemand anderes ist als Raúl González Blanco, der Spieler mit den meisten Spielen in der Geschichte von Real Madrid, ist der Sportdirektor von Enrique Riquelme. Und nicht nur bei dem Namen ist es geblieben. Beide Kandidaten haben über viele Punkte gesprochen. Ich habe mir die interessantesten Antworten von den Kandidaten rausgesucht und habe auch die neuesten Infos zu euch. Wie sieht es aus mit Rodri, mit Haaland, mit Konaté und mit Enzo Fernandes? Also, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, man hat gestern tatsächlich gemerkt, 5 Tage bevor gewählt wird, bevor die Mitglieder von Real Madrid den Stimmzettel ankreuzen, hat sich der Ton in beiden Kampagnen noch einmal deutlich verschärft. Den Startschuss hat gestern ein Florentino Pérez gegeben, der ein Interview gegeben hat in einer Peña Deportiva von Real Madrid. Und ich muss ehrlich sein, seine Intervention dauerte so circa 20 Minuten und von den 20 Minuten waren 19,5 Minuten Sachen, die wir alle schon gehört haben. Er ist immer wieder auf das gleiche Thema gegangen, dass Enrique Riquelme quasi die gleiche Kandidatur wie ein Calderón damals war, dass der einen Kredit nehmen musste zu 54%, obwohl das anscheinend nicht stimmt, dass die Leute den Verein übernehmen wollen, dass er Real Madrid nur unterstützen möchte. Also sehr viel von der gleichen Leier. Aber eine Sache hat er auch klar gemacht und das habe ich für euch übersetzt. Gemeinsam haben wir, seit ich Präsident bin, 66 Titel gewonnen, darunter 10 10 Europapokale, 7 im Fußball und 3 im Basketball. Diese Titel haben wir errungen, weil wir es geschafft haben, die besten Spieler der Welt hierher zu holen. Ich sage Ihnen heute, dass wir einen großartigen Kader haben, mit Spielern, die alle großen Vereine gerne hätten, aber ich sage Ihnen auch, dass neue Stars kommen werden, neue Verstärkungen für diese beginnende Saison. So war es und so wird es mit mir immer bleiben. Wir wissen, welche Verstärkungen wir brauchen und sie werden in der nächsten Saison hier sein und das Trikot von Real Madrid tragen. Seit ich Präsident des Clubs bin, habe ich immer die Gesichter voller Begeisterung bei den Madridistas auf der ganzen Welt gesehen. Und diese Begeisterung wird mit mir niemals verloren gehen. Hier werden immer die Besten spielen. Ich habe keinerlei Zweifel. Hier werden immer die Besten spielen. Ich habe keinerlei Zweifel. Wir wissen, wo wir Verstärkung brauchten und die Spieler werden in diesem Sommer kommen. Also er hat klar gemacht, er hat schon einen starken Kader. Wir haben einen starken Kader. Das ist so. Brauchen wir uns nicht anlügen. Die Namen der Spieler sind gut. Ja, nur die Leistung auf dem Platz nicht. Aber trotzdem hat er recht und er sagt, wir wissen, wo wir Verstärkung brauchen und diese Spieler werden diesen Sommer kommen. Und das fand ich die interessanteste und wichtigste Aussage von Florentino Pérez. Und um welche Spieler es sich da handeln könnte, da gibt es schon die ersten Antworten. Denn einer von diesen Spielern hat anscheinend schon unterschrieben. Diese Information kommt von El Chiringuito. Und El Chiringuito habe ich nicht viel vertraut in den letzten Monaten, aber wir müssen leider ehrlich sein, auch wenn es mir nicht gefällt. Und Florentino Pérez hat denen das exklusive Interview gegeben, als erstes nach seiner berühmten Pressekonferenz. Also die Connection ist da. Und wenn die was sagen, sollten wir als Madridistas hinhören. Was für eine Information haben die? Er ist ein wichtiger Fußballer in Frankreich und war es auch in der Premier League in den letzten Jahren. Er ist ein Verteidiger, wie du richtig gesagt hast, und Real Madrid wird sich in der Abwehr verstärken. Und es ist Ibrahima Konaté. Wie man mir heute gesagt hat, hat er bereits für 4 Jahre bei Real Madrid unterschrieben. Er ist 27 Jahre alt. Er wird mit Frankreich an der Weltmeisterschaft teilnehmen, kommt kostenlos an. Er hat sich bereits von Liverpool verabschiedet, seinem letzten Verein, bei dem er beachtliche Erfolge feierte. Ja, ihr habt es selber gehört. Ibrahima Konaté. In den letzten Tagen hat es sich schon angedeutet,
Liverpool hatte sich offiziell von ihm verabschiedet, er hatte sich von Liverpool verabschiedet. Real Madrid, das hatten Fabrizio Romano gestern Nacht noch in seinem Video veröffentlicht, hat sich eigentlich nicht in die Verhandlungen eingemischt bei Konaté, weil Liverpool schon ein bisschen sauer war auf Madrid wegen der ganzen Trent Alexander-Arnold-Geschichte. Madrid wollte die institutionellen Beziehungen nicht noch mehr verhärten und hat sich deshalb rausgehalten. Aber jetzt, wo er frei ist, hat Real Madrid in den Poker sind sie eingestiegen und laut El Chiringuito sind sie nicht nur eingestiegen, sondern haben die Sache direkt dingfest gemacht. Einen Vertrag für die nächsten 4 Jahre. Das Ganze macht auch Sinn. Er ist 27, in 4 Jahren ist er 31. Sobald man 30 oder älter ist, macht Madrid ja gerne diese Einjahresverträge. Also, ja, so wie es aussieht, laut El Chiringuito hat Konaté bereits mit Real Madrid unterschrieben. Das wäre der erste große Transfer. Es passt auch dazu, dass wir dringend in der Innenverteidigung neue Spieler brauchen. Ja, und bei dem ist es nicht geblieben. Denn Látigo Serrano, auch ein Journalist, der sich in den letzten Wochen als gute Quelle erwiesen hat, ja, der hatte die nächste absolute Bombe für uns platzen lassen. Hören wir da zusammen einmal rein. Seine Kandidatur verhandelt nicht direkt über Transfers, weil sie einen Vorteil hat. Sie kann direkt im Namen von Real Madrid verhandeln. Im Namen von Real Madrid wurde die Rückkaufklausel von Nico Paz fristgerecht gezogen, diese 9 Millionen, und in seiner Funktion als Präsident von Real Madrid hat Florentino Pérez José Mourinho kontaktiert und sie haben eine Einigung erzielt. Das ist auch die Neuigkeit, die ich euch in diesem Video erzählen wollte, mit Enzo Fernández. Es gibt eine Vereinbarung zwischen Enzo Fernández, Javier Pastore, der sein Agent ist, und Real Madrid, damit Enzo Fernández nach der Weltmeisterschaft oder in diesem Sommer Spieler von Real Madrid wird. Oder vor dem 31. August, wenn das Transferfenster schließt. Aber diese Vereinbarung, dieser Deal, dieses Abkommen zwischen Real Madrid und Enzo Fernández bedeutet nicht, dass Enzo Fernández zu 100% in der nächsten Saison bei Real Madrid spielen wird. Das wird davon abhängen, ob die Verhandlungen zwischen Real Madrid und Chelsea erfolgreich verlaufen oder scheitern. Ja, ihr habt es selber gehört. Florentino Pérez sagt, er weiß, wo die Mannschaft verstärkt werden muss und er sorgt dafür, dass dieses Jahr die Spieler kommen. Und die ersten 2 Spieler hat er anscheinend schon geklärt. Einen Ibrahima Konaté, den hat er geklärt, da braucht er nicht mehr mit Liverpool verhandeln, der Junge ist vereinslos. Und ein Enzo Fernández hat auch schon zu Florentino Pérez sein Ja gegeben. Ich meine, wundert uns nicht, Enzo Fernández hat in den letzten Monaten nichts anderes gemacht, als zu sagen, ich würde gerne in Madrid spielen. Jetzt muss natürlich mit Chelsea verhandelt werden und ich glaube auch ein Xabi Alonso hat ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Der kommt nach Chelsea und der ist nur nach Chelsea gekommen, weil sie gesagt haben, er hat wichtige sportliche Entscheidungen, fallen in seine Hand. Naja, er muss sagen, ob Enzo Fernández, ob er ihn gehen lässt oder nicht. Dass der Argentinier gehen möchte von dem Tabellenzehnten der Premier League, kann man verstehen, spielen nicht international. Das ist natürlich unter seinen Erwartungen, aber muss man sehen, was ein Chelsea sagt. Wenn Xabi Alonso Chelsea sagt, nein, 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 der ist unverkäuflich, da können wir uns drehen, wenden, wie wir wollen. Enzo Fernández hat einen Vertrag unterschrieben bei Chelsea und an den muss er sich halten. Trotz alledem, das sind anscheinend die beiden Spieler, die ein Florentino Pérez im Visier hat, zumindest wenn man El Chiringuito und Látigo Serrano vertraut. Ja, das war am Vormittag, Florentino Pérez hat circa 20 Minuten geredet und am Abend ist dann Enrique Riquelme zu El Larguero gegangen. Und jetzt wundert euch nicht, dass ich euch ein bisschen mehr Material über Enrique Riquelme zeige, aber der war nun mal 1 Stunde im Larguero. Da kam natürlich wesentlich mehr Material zusammen. Trotzdem nicht, dass ihr denkt, dass ich euch hier manipulieren möchte. Ich sage es ausdrücklich noch einmal, meine Stimme hätte ein Florentino Pérez. Aber ich respektiere jeden Menschen, jede Meinung. Wenn einige von euch in den Kommentaren schreiben, meine Stimme geht an Enrique Riquelme oder würde, das kann ich respektieren. Dafür leben wir in einer Demokratie im Jahr 2026. Ich würde mir einen etwas schöneren Wahlkampf wünschen, wo es bei beiden Kandidaten oder insbesondere bei dem Florentino, muss ich so zugeben, nicht nur so sehr darum geht, den anderen zu diskreditieren und den anderen fertig zu machen etc., sondern mehr um sein Madrid. Aber naja, ein Florentino Pérez, das hat man auch in der Pressekonferenz gemerkt, der ist ganz schön angepisst, was da in den letzten Monaten rund um seine Person passiert ist. Ja, wie dem auch sei, kommen wir zu Enrique Riquelme und der hat gestern direkt die erste Bombe platzen lassen.
Der Präsident der Chicago Bulls, wen würde er als Sportdirektor einsetzen? Michael Jordan wäre gut. Ich weiß nicht, ob er das genauso gut machen würde wie auf dem Spielfeld, aber er würde es sicherlich gut machen. Gut, aber du wirst sehen, was die Spieler denken. Es wird wahrscheinlich niemanden mit mehr Spielen geben. Und deshalb für dieses Projekt und die Situation, in der sich Real Madrid im Moment befindet, glaube ich, dass wir zu diesen Werten, zu diesem Madridismo, zu dieser DNA zurückkehren müssen und dass sie weitergegeben werden kann. Eine Legende von Madrid. Das muss so sein. Eine Legende, begleitet von großartigen Fachleuten und eine Legende von Real Madrid. Jemand, der 16 Saisons bei Real Madrid gespielt hat, mehr als 740 Spiele, über 300 Tore erzielt und mehr als 100 Mal Nationalspieler war. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich besser auskennt. Und das ist die Person, für die wir uns entschieden haben. Aber mit diesen Daten gibt es nur einen. Nun, er ist die Person, die wir als Sportdirektor von Real Madrid auserkoren haben. Und je besser ich ihn kennengelernt habe, desto mehr bin ich überzeugt, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Er ist genau der Richtige, um ein sportliches Projekt zu leiten. Ich würde es vorziehen, wenn Sie den Namen nennen, damit ich keinen Fehler mache. Don Raúl González Blanco. Ist das Ihr Sportdirektor? Ja, Don Raúl González Blanco wird Sportdirektor von Real Madrid. Ja, ihr habt es selber gehört. Raúl González Blanco ist der Auserwählte, der Michael Jordan von Real Madrid. So hat ein Enrique Riquelme das quasi formuliert. Das ist ja auch du diese Position gut besetzt. Und vor allem soll diese Position nicht nur helfen bei den sportlichen Entscheidungen, sondern soll auch die DNA von Real Madrid wieder in diese Spieler reinbringen. Dass die Spieler verstehen, dass es eine Ehre ist, für Real Madrid zu am besten gestern gefallen. Das war der stärkste Tag von beiden. Und die Antwort, ist die mich bisher am meisten von dem Enrique Riquelme überzeugt hat. Hören wir uns die zusammen einmal an. Sie haben hier den Namen Raúl González Blanco als Sportdirektor genannt und einen Trainer, dessen Namen wir offiziell noch nicht kennen. Dieses Trainerprofil, das Ihnen und Raúl gefällt und mit dem Sie gesprochen haben. Ich weiß nicht, was für ein Real Madrid Sie da entwerfen. Nun, ein Real Madrid, das gewinnt, Titel holt und das am besten sofort. Dass sie wettbewerbsfähig sind und aufs Spielfeld gehen und dass die Fans von Real Madrid, die Mitglieder von Real Madrid spüren können, dass diese Spieler in jeder Minute auf dem Platz alles geben und stolz darauf sind, für den besten Club der Welt zu spielen. Deshalb muss jede Person, jeder Profi, ob Spieler, Trainer, Direktor oder welcher Teil des Clubs auch immer, zu 100% auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet sein und sich unglaublich stolz fühlen. Und zeigen, dass er im besten Club der Welt ist. Wenn es jemanden gibt, der glaubt, nicht im besten Club der Welt zu sein oder dass die Dinge ihn nichts angehen, dann, so gut er auch als Profi sein mag, ist dies nicht sein Zuhause. Außerdem muss er verstehen und akzeptieren, wohin er kommt. Und er muss die DNA und die Werte von Real Madrid teilen. Deshalb halte ich die Ankunft eines großartigen Profis und Madridistas wie Don Raúl für so wichtig. Und es werden noch weitere von diesem Profil dazukommen. Von diesem Profil, denn ich glaube, dass einige dieser Aspekte verloren gegangen sind und das ist nicht das Problem der Spieler, sondern ein Problem der Professionalität, bei dem man Hierarchie einbringen und die Dinge erklären muss. Ja, und das muss ich sagen, mit dieser Aussage, da müsste er viel mehr Gewicht in seinem Wahlkampf draufsetzen, wenn er wirklich eine Chance haben will. Denn da war das Problem von Real Madrid sportlich in den letzten Jahren. Spieler, die sich für wichtiger gehalten haben, als sie sind. Und wie er sagt, entweder die Spieler sind stolz darauf, für den größten Verein der Welt zu spielen und zerreißen sich für jede einzelne Minute. Und wenn nicht, dann ist es egal, wie gut sie sind. Dann ist Real Madrid nicht ihr Zuhause. Und das ist mir auch egal, ob der Typ Kylian Mbappé heißt, Jude Bellingham, Vini Junior, Fede Valverde, ich nenne extra sehr, sehr gute Spieler. Es ist mir egal, wie gut die sind. Real Madrid hat vor diesen Spielern existiert, Real Madrid wird nach diesen Spielern existieren. Und diese Spieler sollen gefälligst stolz darauf sein, für dieses Trikot spielen zu dürfen. Und das ist die erste Aussage oder eine der ersten, wo ich mich zu 100% identifiziert fühle mit einem Enrique Riquelme. Das fand ich sehr, sehr stark. Beim Thema Raúl, wie gesagt, ob das stark ist oder nicht, wollte ich eigentlich auch noch was zu sagen. Ob Raúl das leisten kann, diesen Sportdirektorjob, wissen wir nicht. Wundert mich ein bisschen. Enrique Riquelme hat gesagt, Real Madrid ist kein Verein zum Experimentieren.
Bei den Trainern hat er das gesagt, Real Madrid braucht erfahrene Profis und ein Raúl González Blanco ist ein erfahrener Trainer oder hat Real Madrid Castilla trainiert, erfahrener Spieler, aber als Sportdirektor, ob er das kann oder nicht, ja, das kann nur die Zeit zeigen und auch nur, wenn Enrique Riquelme gewinnt, was ich heutzutage für unmöglich halte, vielleicht in 4 Jahren bei den nächsten Wahlen. So, wie dem auch sei, das sind die Aussagen von Enrique Riquelme. Dann hat er eine Sache auch nochmal klargestellt, weil es herrschte so minimale Verwirrung. Er hat ja gesagt, 2 Spieler werden annonciert, 2 internationale Topstars, wenn er Präsident wird. Der erste ist Rodri. Das weiß die ganze Welt. Das war ein ungeschriebenes Gesetz, ein offenes Geheimnis, nennt es wie ihr wollt. Aber er hat es gestern auch nochmal klargestellt. Hören wir da zusammen einmal rein. Rodri hat gesagt, naja, wir werden sehen. Wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist, werden wir über meine Zukunft sprechen. Sie haben neulich gesagt, mir würde für Madrid ein Spieler wie Rodri gefallen. Ja, absolut. Er ist einer der Menschen, ein großartiger Fußballspieler, der die Werte, die Professionalität und die Wettbewerbsfähigkeit verkörpert. Er war Ballon d'Or, Madrilen, Kapitän der spanischen Nationalmannschaft. Und mir würde ein Spieler wie Rodri für Real Madrid sehr gefallen. Ich bin begeistert von ihm. Aber haben Sie ihn schon verpflichtet? Was ich sage ist, wenn ich Präsident von Real Madrid bin, wird ein Spieler wie Rodri bei Real Madrid spielen. Ein Spieler wie Rodri ist Rodri, ganz konkret. Wir müssen einander respektieren und wir müssen auch miteinander reden. Ich bin heute noch nicht Präsident von Real Madrid. Wir müssen respektieren, dass er einen Vertrag mit seinem Verein hat und wir müssen natürlich auch den Verein respektieren. Aber natürlich, ja, es gab Kontakte und wenn ich Präsident von Real Madrid, dann... Er hatte Kontakt zu Rodri? Also mit seinem Vertreter, natürlich. Mit seinem Vertreter natürlich. Man muss respektieren und so ist es nun einmal. Und er ist einer der beiden Namen, an denen wir gearbeitet haben. Und einen weiteren werden wir in den nächsten Tagen bekannt geben. Ja, und ich kann ihn verstehen. Der hat extra so betont, soweit er konnte. Er hat gesagt, ein Spieler wie Rodri wird für Real Madrid spielen, wenn ich Präsident bin. Weil er Rodri nicht in eine Pisssituation bringen wollte und Manchester City nicht vor den Kopf stoßen wollte. Manchester City hat noch einen Vertrag mit Rodri für 1 Jahr. Also der so einfach rauskommen und sagen, Rodri wird bei uns nächstes Jahr spielen, dann kann Manchester City sagen, ja, weißt du was, wir wollen 200 Millionen für den. Und dann stehst du als Madrid da, wenn du Manchester City ja vor den Karren fährst, formuliere ich das mal so. Du hast die Vereine zu respektieren, den Spieler zu respektieren und wie gesagt, er hat aber am Ende klargemacht, ja, es gab Verhandlungen mit den Agenten von Rodri und Rodri ist einer dieser 2 Spieler. Der andere wird am Mittwoch bekannt gegeben und der andere könnte ihn meiner Meinung nach doch nochmal einen Schub im Wahlkampf geben. Denn man kann über einen Raúl als Sportdirektor diskutieren. Man kann über einen Rodri diskutieren, ob das eine Verstärkung für Real Madrid ist oder nicht. Aber dieser Name ist indiskutabel. Und zwar, der ist zu 1000% der Star des neuen Real Madrids, wenn er kommt. Wir reden nämlich über Erling Haaland. Dieses offene Geheimnis wurde auch heute in dem Video von Látigo Serrano noch einmal bestätigt. Gestern hat Madrid Zone gesagt, das ist er. Sie haben die Information anscheinend von Sky Sports. Ich habe sie bei Sky Sports aber nicht gefunden. Also da lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Für was ich meine Hand ins Feuer lege, ist ein Naninho, der Real Madrid Insider, war der Erste, der das veröffentlicht hat. Der postet selten exklusive Informationen. Aber wenn der einmal den Hashtag InfoNaninho benutzt, dann liegt er eigentlich richtig und er hatte auch als erster gesagt, Haaland ist dieser ausländische Spieler, der ausländische Top-Spieler, den ein Enrique Riquelme holt, wenn er Präsident von Real Madrid wird. Ja, und jetzt zeigen sich die beiden Lager immer klarer. Auf der einen Seite haben wir einen Florentino Perez mit einem José Mourinho, anscheinend mit einem Konaté, mit einem Enzo Fernandes und der aktuellen dem aktuellen Kader von Real Madrid. Auf der anderen Seite haben wir einen Enrique Riquelme mit einem Sportdirektor, der Raúl González heißt, einem Trainer, der sehr wahrscheinlich Mikel Arteta heißt, aber das ist auch noch nicht zu 100% klar, also da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Und anscheinend einem Rodri, das hat er selber gesagt, und einem Erling Haaland. Und jetzt muss jeder von euch für sich selber entscheiden, welches Madrid bringt ihm mehr Hoffnung, welches Madrid möchtet ihr im Jahr 2026 sehen? Lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, meine Stimme, wenn ich Mitglied wäre, würde immer ein Florentino Perez kriegen, auch wenn er sagt, wir holen gar keinen, weil Florentino Perez so viel für Madrid geleistet hat, meiner Meinung nach.
Ja, wie dem auch sei, und vor allem, weil er auch im Fall Negreira sehr aktiv ist. Gestern war ein Enrique Riquelme wieder sehr, sehr schwammig unterwegs. Er hat aber auch gesagt, er fährt heute nach Catalunya und möchte da mal auf den Tisch hauen. Also bin ich gespannt. Wenn es da neue Informationen gibt, erfahrt ihr es wie immer auf meinem Kanal als allererstes. Wenn euch diese Arbeit gefällt, dann seid so nett und lasst bitte ein Like auf diesem Video, kommentiert dieses Video, hype dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, beeil dich, dann schaffst du es noch unter die ersten 30.000 und tust mir einen Riesengefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich wieder mit so einem interessanten Video. Also, bis dahin. A la Madrid!